Willkommen bei Running Torchlight. Ich melde mich heute aus meinem Filmstudio in der Garage. Hier entstanden schon Video-Hits wie Die große Inspektion und meine Motorüberholung Teil 1 bis 13 mit Fortsetzungen. In meinem letzten Video habt ihr gesehen, wie ich meine MZ TS-250-1 wieder fahrbar gemacht habe und für die Zulassung vorbereitet habe. In meinem nächsten Video werde ich euch wahrscheinlich noch viel zu erzählen haben, was da alles passiert ist und wie kompliziert die Wiederzulassung war. In diesem Video möchte ich euch einfach nur mitnehmen auf meiner ersten Testfahrt bei schönem Wetter. Die Maschine fuhr einfach fantastisch, ihr werdet es gleich sehen. Ich hoffe, ich werde noch viele solcher tollen Fahrten in Zukunft unternehmen und vielleicht nehme ich euch auch wieder mit. Also, ihr könnt dabei sein. Bis bald! Eigentlich traue ich mich fast gar nicht, hier jetzt noch drüber zu plappern, aber ich möchte doch ein paar wenige Zusatzinformationen geben. Zum Beispiel möchte ich das jetzt hier räumlich einordnen. Hinweisen möchte ich auch noch auf das Ende des Videos, da gibt es noch ein paar Außenaufnahmen von meiner MZ. Ihr seht gleich meine Auffahrt auf den höchsten. Das ist ein Berg, der heißt so. Und er steht im Deggenhauser Tal in der Nähe von Markdorf. Das ist ein sehr beliebter Ausflugsberg, gerade auch für Radfahrer. Ich selber radel hier gerne hoch. Aber heute ist es meine Teststrecke für die MZ. Wie ihr gerade an dem eleganten Schnitt gesehen habt, bin ich ja auch mehrfach hochgefahren. Und das ist auch gut, denn in der ersten Aufnahme hatte ich so ein komisches Klappergeräusch an der Kamera und das kann ich euch hier jetzt zumindest ein Stück weit ersparen. In den nächsten Videos sollte das kein Thema mehr sein. Ich habe mir so einen Stoffpuschel für die Kamera besorgt, die Erschütterungen fernhält und vor allem die Windgeräusche. Aber jetzt genießt diese Auffahrt und staunt, was für eine Steigleistung die kleine MZ hat. Übrigens, wenn euch dieses Video sehr gut gefällt, schaut unbedingt auf meinem Kanal vorbei, Running Torchlight. Dort habe ich noch viele andere Videos über MZ. Und gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben und lasst mir am besten noch ein Abo da. So, jetzt halte ich aber langsam mal meine Klappe. Ganz verkneifen kann ich es mir nicht. Wenn ihr euch also das ganze Video anschaut, werdet ihr hier und da noch ein paar Zusatzinformationen von mir bekommen. Viel Spaß dabei! Das Besondere an meiner MZ TS-250-1 ist ja, dass sie 5 Gänge hat, aber kein Drehzahlmesser. Deshalb ist es ein Stück weit Gefühlssache, wann ich schalte und Einschätzung, in welchem Gang ich überhaupt bin. Ich denke mal, das hier wird der 4. Gang sein. Oder der 3. vielleicht. Entscheidend ist, im 3. als auch im 4. Gang ist sie recht durchzugsstark, auch wenn es bergauf geht. Der 5. Gang ist dann eher ein Overdrive und den verwende ich wirklich nur, wenn es dann gemütlich ist. Also hier am Berg eigentlich gar nicht. Ab hier habe ich jetzt wieder die Klappergeräusche auf der Aufnahme. Ich bitte das zu entschuldigen, in Zukunft sollte das kein Problem mehr werden.
Wie ihr jetzt hier sehen könnt, ist auch die Abweichung zwischen Tachoanzeige und GPS-Messung erfreulich gering. Das würde ich so durchgehen lassen, jedoch pendelt die Tachonadel bei höheren Geschwindigkeiten teils sehr stark hin und her. Ich denke, ich werde am Ende dieser Saison den Tacho zur Überholung geben. Ich habe da sehr gute Erfahrungen mitgemacht und einen Kontakt zu jemandem, der das sehr gut erledigen wird. Auf dieser Testfahrt ist mir auch noch aufgefallen, dass bei Teillast noch so ein leises Knistern aus dem Motor kommt, das sich dann bei Vollgas verflüchtigt. Ich werde also nochmal die Teillastnadel etwas höher hängen, um in Teillast ein etwas fetteres Gemisch zu haben. Nur um sicher zu gehen. Die Testfahrt war an dieser Stelle noch nicht vorbei. Ich habe mich noch mit meinen MZ-Freunden getroffen und wir waren noch ein Stückchen zusammen unterwegs. Und dann konnte ich Martin seinen Wunsch nicht verwehren, dass er meinen MZ selber mal probieren durfte. Die Kupplung musst du aufpassen, die hakt am Ende ein bisschen, die greift plötzlich ein, musst du aufpassen. Bisschen gefühlvoll. Aber ich glaube, es liegt am Zug. Martin war wie ich schwer beeindruckt von der Performance meiner MZ TS 250-1. Somit alles klar für die große Alpentour im Juli? Ihr könnt dabei sein. Bis bald!